Herzlich willkommen bei der Privatbank Merki Baumann. Ich bin Mirko Hensel, Leiter Digitale Partnerschaften. Es freut mich sehr, Sie zum Modul über Blockchain und digitale Vermögenswerte begrüßen zu dürfen. Merki Baumann ist Ihr verlässlicher Partner in der dynamischen Welt der digitalen Vermögenswerte. Als regulierte Bank nach schweizerischem Recht gewährleisten wir dank bewährter Prozesse und innovativer Sicherheitslösungen, dass alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorkehrungen auch in diesem noch jungen Geschäftsfeld konsequent eingehalten werden. Mein Name ist Florian Nickel. Ich bin Mitgründer der CoinStrategy Capital AG. Unser Ziel ist es, mit diesem Video unsere Expertise über Blockchain und Co. zusammen mit der Privatbank Merki Baumann auf verständliche Art und Weise weiterzugeben. Zudem möchten wir Ihnen nachvollziehbare Anwendungsfälle aufzeigen, damit Sie ein noch besseres Verständnis für diesen noch sehr jungen Bereich entwickeln können. In diesem Video erklären wir Ihnen, was eine Blockchain ist und wie diese aus einer technischen Sichtweise funktioniert. Dabei ist es wichtig, dass wir zuerst einige Begrifflichkeiten erklären. Zuerst einmal, die Blockchain ist die den verschiedenen Anwendungen zugrunde liegende Technologie. Die erste bekannte Anwendung war Bitcoin. Digitale Vermögenswerte dagegen entstehen bei Projekten, welche auf der Basis der Blockchain-Technologie entwickelt werden. Zwar sind digitale Vermögenswerte zurzeit die wichtigste Anwendung einer Blockchain, jedoch muss die Blockchain nicht zwingend in Form eines Coins wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether existieren. Grundsätzlich kann die Blockchain als ein großes Verzeichnis angesehen werden, das die Eigentumsrechte der verschiedenen Werte darstellt. Das Wort Blockchain entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Modewort. Doch nur wenige können kurz, vor allem aber verständlich erklären, was eine Blockchain ist. Blockchain ist eine Zusammensetzung der Wörter Block und Chain. Sie ist eine Aneinanderreihung bzw. eine Kette von Blöcken und bietet die wohl sicherste, dezentral organisierte Möglichkeit, Daten zu speichern und zu transferieren. Als Analogie zu einem Block können Sie sich ein leeres, mehrseitiges Notizbuch vorstellen. Die Daten werden nun Seite für Seite ins Notizbuch geschrieben und in dezentraler Manier von unzähligen Parteien, sogenannten Nodes, validiert. Sobald das Notizbuch voll ist und die Daten validiert wurden, wird das Notizbuch mit einem sogenannten Hash kryptografisch verschlüsselt und geschlossen. Das Notizbuch wird dem vorigen Block respektive dem vorigen Notizbuch und somit der Blockchain, sprich der Notizbuchsammlung, angehängt und ist nun Teil der unveränderlichen Transaktionshistorie. Sie wissen nun, was eine Blockchain ist und wie eine Blockchain funktioniert. Nun gehen wir auf die Eigenschaften der Blockchain ein. Die 5 relevantesten Kerneigenschaften einer Blockchain sind unserer Ansicht nach die folgenden: die Unveränderbarkeit, die Neutralität, die Transparenz, die Dezentralität und die Effizienz. Die Basis der Unveränderbarkeit der Blockchain liegt in der Verschlüsselung eines abgeschlossenen Blocks respektive Notizbuchs mithilfe eines Hashs. Diese Verschlüsselung stellt sicher, dass einmal eingetragene Informationen nicht mehr verändert bzw. manipuliert werden können. Diese Daten sind somit sicher und für immer in den jeweiligen Blöcken gespeichert. Niemand hat die Möglichkeit, eine Information abzuändern oder zu zensieren. Eine weitere Kerneigenschaft der Blockchain ist die Neutralität. Im Gegensatz zu zentralen Organisationen unterscheidet eine Blockchain nicht, welcher Nutzer eine Transaktion durchführen will. Sie ist effizient, fair und reagiert immer nach denselben vorgegebenen Regeln, welche für jedes Individuum und alle Institutionen einsehbar sind. Sie hat ebenfalls keine Eigeninteressen und bevorzugt keinen Teilnehmer gegenüber dem anderen. Die Transparenz, welche die Blockchain mit sich bringt, ist von großer Bedeutung. Jeder Nutzer ist jederzeit in der Lage, alle Transaktionen nachzuvollziehen. Diese inhärente Transparenz sorgt dafür, dass keine Verschleierung stattfindet und zum Beispiel kriminelle Aktivitäten wie Korruption und Geldwäscherei entdeckt werden können. Durch die dezentrale Struktur
findet eine Verlagerung der Kompetenzen und Entscheidungsfähigkeiten von innen nach außen statt. Doch nicht nur das. Das System wird auf eine Vielzahl involvierter Parteien, sogenannte Nodes, erweitert und kann somit als demokratisches System verstanden werden. Die Nodes entscheiden in Form eines Mehrheitsentscheides, sprich mindestens 51%, darüber, wie sich das Netzwerk entwickeln soll. Abschließend muss hier die Eigenschaft der Effizienz oder auch der Verzicht auf Vertrauen genannt werden. Aufgrund der Architektur der Blockchain ist es möglich, ohne Vertrauen in den Empfänger oder die Übermittlung und ohne zentrale Instanz effizienter denn je zuvor zu agieren. Die Effizienz respektive die Vertrauenslosigkeit legt dabei die Basis für die Einbindung der Blockchain in Geschäftsprozesse. Die Blockchain ist eine Aneinanderreihung von Notizbüchern respektive von Blöcken, welche mit Transaktionen gefüllt und anschließend kryptografisch, also mit einem Hash, verschlüsselt und geschlossen werden. Die Blockchain bietet eine sichere und dezentrale Möglichkeit, Daten und Informationen sowie Werte zu speichern und zu transferieren. Bedingt durch die Unveränderbarkeit sämtlicher historischer Transaktionen plus die dezentrale Struktur können sich die Nutzer darauf verlassen, dass rückwirkend keine Änderungen vorgenommen werden können. Die dezentrale Struktur verhindert zudem, dass eine einzelne Partei die Daten der Blockchain manipulieren kann. Bitcoin war der erste Anwendungsfall der Blockchain, welcher sich weltweit durchsetzen konnte. Einige Jahre danach wurde die erste Blockchain programmierfähig. Doch was bedeutet dies genau? Hier kommen Smart Contracts, also intelligente Verträge, ins Spiel. Smart Contracts sind digitale, Blockchain-basierte und selbstausführende Verträge. Die zwei interagierenden Parteien sind aufgrund der Eigenschaften einer Blockchain in der Lage, Verträge abzuschließen, ohne sich zu kennen, also ohne Vertrauen und ohne Drittpartei. Die Bedingungen der Vereinbarung werden dabei direkt in den Code geschrieben. Smart Contracts verhalten sich nach einer Wenn-Dann-Logik. Sie bestehen aus zwei verschiedenen Faktoren, dem Input und dem Output. Sobald auf der Ebene des Inputs im Vorfeld definierte Ereignisse eintreten, wird automatisch eine im Vorfeld definierte Output-Handlung ausgelöst. Dabei können sowohl die Input- als auch die Output-Faktoren beliebig und vor allem unbegrenzt gewählt werden. Lassen Sie uns diese theoretische Grundlage direkt anhand eines Beispiels betrachten. Sie stehen vor einem Getränkeautomaten. Der Automat an sich repräsentiert in diesem Beispiel die Blockchain und die Software im Automaten entspricht dem Smart Contract. Die Input-Faktoren sehen wie folgt aus. Zuerst wählen Sie die Nummer Ihres Lieblingsgetränks und bezahlen den offenen Betrag. Das Softwareprogramm im Automaten bzw. der Smart Contract auf der Blockchain versteht, dass Sie alle erforderlichen Inputs erfüllt haben und fährt mit den Outputs fort. Sprich, der Automat liefert das Getränk, der Automat gibt je nach Ihrem monetären Input Rückgeld und erstellt auf Wunsch eine Quittung aus. In einem Smart Contract können beliebig viele Input- und Output-Faktoren kombiniert werden. Es entstehen somit viele verschiedene Möglichkeiten der Ausführung von Smart Contracts. Wir bei Maerki Baumann finden den Einsatz von Smart Contracts sehr hilfreich. Aus unserer Sicht sollten hierbei aber zwei Risiken berücksichtigt werden. Erstens, fehlerhaft programmierte Smart Contracts können nur sehr schwer oder gar nicht korrigiert werden. Und zweitens, die für die Ausführung der Smart Contracts erforderlichen Daten, die Inputs, können Angriffspunkte für Hacker darstellen. Smart Contracts sind digitale, Blockchain-basierte und selbst ausführende Verträge, die zu einer Redundanz einer Drittpartei führen. Smart Contracts treten bei bestimmten, zuvor festgelegten Ereignissen selbstständig in Kraft. Sie bedürfen somit keiner menschlichen Überwachung. Ein Smart Contract könnte beispielsweise den Mietpreis automatisch senken oder anheben, je nach Marktwert der Immobilie oder Vereinbarung im Mietvertrag. Zum Abschluss dieses Videos noch ein kleines Fragespiel. Wann wird ein neues Notizbuch
der Blockchain hinzugefügt? Antwort A, sobald dieses voll ist. Oder B, alsbald dieses voll ist und 51% der Nodes die Information bestätigt haben. Oder C, sobald ein neues Notizbuch geöffnet wird. Korrekt ist natürlich Antwort B. Das neue Notizbuch bzw. der neue Block wird erst kryptografisch verschlüsselt, geschlossen und der Blockchain angehängt, wenn dieses voll und von 51% der Nodes bestätigt ist. Was sind Smart Contracts? Antwort A. Smart Contracts sind digitale, Blockchain-basierte und selbstausführende Verträge. Oder Antwort B. Smart Contracts sind Verträge, welche auf künstliche Intelligenz basieren. Oder ist es C? Smart Contracts repräsentieren den ersten Anwendungsbereich einer Blockchain. Korrekt ist die Antwort A. Durch Smart Contracts wurde die Blockchain nach dem ersten Anwendungsfall von Bitcoin programmierbar. Nutzer können durch die sogenannten Smart Contracts digitale, Blockchain-basierte und selbstausführende Verträge aufsetzen. Wir sind nun am Ende des ersten Videos angekommen. Doch das ist noch nicht alles. Eine spannende Reise wartet auf Sie. Starten Sie also das nächste Video, um unter anderem die Unterschiede von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten oder die Unterschiede von Coin und Token zu lernen. Wir freuen uns auf Sie.